Wenn du als Freiberufler oder Einzelunternehmer auswanderst, dann fragst du dich vielleicht, ob sich das Finanzamt nach deiner Auswanderung noch für dich interessiert. Meiner Erfahrung nach ist das leider so und das werde ich dir in diesem Video einmal näher erklären. Es gibt ja heute für Freiberufler und Einzelunternehmer sehr viele Ressourcen über das Auswandern. Da wird dir genau erklärt, wie du eine LLC gründen kannst und dann als digitaler Nomade oder Perpetual Traveler die Welt erkunden kannst. Steuerliche Probleme werden hier oftmals unter den Teppich gekehrt. Es wird suggeriert, dass du eine kleine Nummer bist für das Finanzamt, dass das alles wirklich keine Rolle spielt, dass man beim Finanzamt keine Ressourcen hat und eigentlich sowieso nichts gegen dich unternehmen möchte. Meine praktische, konkrete Erfahrung aus fast 20 Jahren Arbeit mit Mandanten ist eigentlich eine andere. Natürlich kann man nicht sagen, dass jetzt hier jeder Wegzug ins Ausland durch das Finanzamt genau durchleuchtet wird. Das ist wahrscheinlich auch nicht die Mehrheit. Aber es sind aus meiner Sicht auch nicht nur bloße Einzelfälle und Stichproben. Das muss man schon ganz klar sagen. Es hängt natürlich auch alles ein bisschen davon ab, ob du mit dem Finanzamt auf gutem Fuße stehst oder nicht. Bist du als guter Kunde bekannt, als jemand, der hier regelmäßig Steuern bezahlt hat und immer alles erklärt hat und zuverlässig bist, ist es vielleicht weniger kritisch, als wenn du hier ein bisschen unzuverlässig gewesen bist. Aber das ist jetzt auch nur eine Hypothese von mir. Ich möchte jetzt einfach mal einen konkreten Fall schildern eines Mandanten, mit dem ich letzte Woche gesprochen habe, um dir einen Eindruck zu verschaffen, wie sowas eigentlich abläuft und was hier tatsächlich die möglichen Probleme sind und welche Lösungen es möglicherweise gibt, speziell für Freiberufler und Einzelunternehmer. Also der Mandant, von dem ich spreche, ist wie so viele andere auch IT-Berater. Er ist hier in einem echten Nischenbereich tätig. Er hat in Deutschland verdient als Einzelunternehmer fast 300.000 Euro. Mitte 2023 hat er sich dann entschieden, Deutschland zu verlassen. Er hat den Betrieb einfach eingestellt, hat im Ausland eine LLC gegründet, hat die laufenden Verträge auf die LLC umgeschrieben und hat dann weitergearbeitet ohne Wohnsitz als digitaler Nomade unter Verwendung dieser LLC. Er ist für große Unternehmen in Deutschland tätig. Der Vertrag läuft aber über die üblichen Agenturen, die dort normalerweise in der Mitte zwischengeschaltet sind. Für die Agentur war die LLC überhaupt kein Problem. Das heißt, das Bezahlen der Rechnungen, das Umschreiben der Verträge hat reibungslos geklappt. So, jetzt rund 1,5 Jahre später, Anfang 2025, wird hier die Steuererklärung für das Wegzugsjahr 2023 gerade vom Steuerberater vorbereitet. Tatsächlich hat der Steuerberater diese auch eingereicht und er muss dabei irgendwas nicht ganz korrekt gemacht haben oder nicht ganz vollständig gemacht haben. Jedenfalls schreibt das Finanzamt jetzt dem Mandanten einen Brief und sagt, dass nicht klar ist, was jetzt eigentlich mit dem Einzelunternehmen passiert ist. Wurde der Betrieb eingestellt? Ist das Einzelunternehmen verkauft worden? Ist das Einzelunternehmen ins Ausland verlegt worden? Wird die Tätigkeit aus dem Ausland weitergeführt? Darunter dann noch der ominöse Hinweis, dass der Mandant eine Mitwirkungspflicht hat nach Paragraph 90 der Abgabenordnung. Nach Paragraph 90 der Abgabenordnung ist der Steuerpflichtige gehalten, bei der Ermittlung steuerrechtlich erheblicher Sachverhalte mitzuwirken, insbesondere die für die Besteuerung erheblichen Tatsachen vollständig und wahrheitsgemäß zu offenbaren. Also zu lügen oder das Schreiben des Finanzamts zu ignorieren, ist für die meisten Mandanten natürlich kein gangbarer Weg. Denn wer will schon hier strafrechtliche Konsequenzen eingehen, weil er dem Finanzamt nicht die Wahrheit sagt? Der Mandant hatte mit seinem Steuerberater das ganze Vorgehen so besprochen. Er hatte mit ihm besprochen, dass er eine LLC gründen wird und so weiter und so fort. Der Steuerberater hat ihn dazu nicht beraten. Jetzt allerdings sagte ihm der Steuerberater, bei dem er das Schreiben des Finanzamtes angekommen ist, dass der Mandant besser selbst dieses Schreiben beantwortet, denn er, der Steuerberater, könne freilich nicht gegenüber dem Finanzamt lügen und hier nicht die vollen Fakten auf den Tisch legen. Er warnte gleichzeitig den Mandanten davor, dass, wenn ihm bekannt werden würde, dass der Mandant gegenüber dem Finanzamt die Unwahrheit sagt, auch er wiederum verpflichtet sei, hier dem Finanzamt reinen Wein einzuschenken. Wenn du jetzt nicht mit dem Thema hier vertraut bist, dann fragst du dich vielleicht, warum dieser ganze Popanz, warum dieses ganze Affentheater. Er kann es doch einfach so sagen, wie es ist. Er kann ja einfach sagen, naja gut, okay, ich habe das Unternehmen aufgegeben, ich habe eine LLC angefangen, bin nicht mehr in Deutschland steuerpflichtig, Punkt aus, Amen, Ende. Aber
Da hat man leider hier die Rechnung ohne den Wirt gemacht, denn es sind hier zwei entscheidende Punkte, die man natürlich beachten muss. Zum einen mal die Entstrickungsbesteuerung. Dadurch, dass der Mandant letztlich das laufende Geschäft hier, auch wenn es nur eine Einzelfirma ist, an eine Auslandsgesellschaft übertragen hat und Deutschland das Besteuerungsrecht verliert, muss man hier gegenüber dem Finanzamt nachweisen, was dieses Wirtschaftsgut, das ins Ausland übertragen wurde, tatsächlich wert ist. Nun, für viele Freiberufler und Einzelunternehmer ist das ehrlich gesagt gar nicht so schwierig. Man kennt da den sogenannten Unternehmerlohn. Wenn dein Jahresgewinn nicht höher ist als, sagen wir mal, 140.000 Euro im Jahr, dann kannst du den Unternehmerlohn hier ansetzen in der Bewertung und da kommst du dann eigentlich ungeschoren davon und es wird gar keine Entstrickungsbesteuerung fällig. Wenn da noch Laptops oder so im Betriebsvermögen sind, klar, dann kaufst du die halt raus für 10.000 Euro oder sowas. Aber hier hat ja der Mandant das Thema, dass er fast 300.000 Euro verdient. Da geht das dann mit dem Unternehmerlohn nicht mehr so einfach, beziehungsweise es geht gar nicht. Das muss jetzt nicht unbedingt ein Drama sein, aber das heißt zumindest, dass du eine qualifizierte Bewertung durch einen Wirtschaftsprüfer vorlegen müsstest oder eben einen anderen Gutachter. Also das ist das Thema Funktionsverlagerung, Entstrickungsbesteuerung. Das wurde offensichtlich hier gegenüber dem Finanzamt nicht korrekt erklärt, sonst wäre diese Frage nicht gekommen. Jetzt aber der zweite wichtige Punkt. Das Finanzamt hat das zwar so nicht wirklich jetzt gefragt, aber zumindest implizit besteht natürlich dieses Risiko, dass hier auf die sogenannte erweiterte beschränkte Steuerpflicht angespielt wird. Wie gesagt, das Finanzamt weiß ja, dass der Mandant wohnsitzlos ist. Das hatte ja schon der Steuerberater entsprechend so kommuniziert. Jetzt wird gefragt, ob das Unternehmen so weitergeführt wird. Und da sind wir dann ganz schnell hier bei sogenanntem Floating Income, also bei sogenannten betriebsstättenlosen Einkünften. Heute nennt man das nicht mehr so, aber das war so der gängige Begriff. Also eben Einkünfte gewerblicher Natur, die über eine Briefkastengesellschaft wie die LLC erwirtschaftet werden. Diese Einkünfte sind noch für 10 Jahre in Deutschland dann zu versteuern, wenn bestimmte Bedingungen erfüllt sind, wenn man zum Beispiel deutscher Staatsangehöriger ist. Wie gesagt, das hat das Finanzamt natürlich so nicht formuliert, aber wenn jetzt wahrheitsgemäß eben diese Anfrage hier beantwortet wird, dann ist man relativ schnell bei diesem Thema. Es können ja dann noch weitere Folgefragen kommen. Also das ist jetzt mal hier ein ganz konkretes Beispiel, wie das Finanzamt auch noch 1,5, 2 Jahre, 3 Jahre nach dem Wegzug Informationen von dir haben will, die den Wegzug betreffen. Sehr entscheidend also, dass du den Wegzug korrekt planst, dass du hier korrekt alles hinsichtlich des Wegzuges meldest, dass du dir Überlegungen dazu machst, was ist das Unternehmen wert, dass du die Entstrickungsbesteuerung berücksichtigst und dass du eben hier auch dir zum Thema erweitert beschränkte Steuerpflicht Gedanken machst. Viele denken, das Finanzamt kommt einem über die Schliche dadurch, dass sie Handys auswerten oder irgendwie die Einreisedaten vom Flughafen abfragen, aber das ist nicht der Fall. In fast allen Fällen, die mir begegnet sind, passiert es genauso wie jetzt in dem hier beschriebenen Fall. Das Finanzamt hat einfach Routinefragen, das Finanzamt wird irgendwas wissen, zum Beispiel in puncto einer Steuererklärung und dann kommt der Ball ins Rollen. Da gibt es hier keine großartigen Ermittlungen oder sowas, ja. Das ergibt sich dann alles aus den Aussagen, die du gegenüber dem Finanzamt machst. Also in dem konkreten Fall war ja das Kind noch nicht in den Brunnen gefallen. Offensichtlich war der Steuerberater etwas inkompetent, denn ansonsten würde er nicht solche Kommentare von sich geben, wie die er hier gegenüber dem Mandanten geäußert hat. Aber das ist natürlich ein weiterer wichtiger Punkt. Dein Steuerberater ist nicht dein Beichtvater. Du solltest deinem Steuerberater nicht alles erzählen, was du im Ausland später vorhast. Das geht ihn nichts an. Du solltest dich auf jeden Fall steuerlich beraten lassen durch einen Steuerberater oder Rechtsanwalt, aber für diese Punkte vielleicht einen Steuerberater oder Rechtsanwalt suchen, der nicht ein Standard-Steuerberater ist, der hier gegenüber dem Finanzamt alles erklärt, sondern ein anderer Spezialist, der dich hier punktuell zum Thema Wegzug beraten kann. Wir arbeiten hier mit hervorragenden Steuerberatern in Deutschland zusammen, übrigens, die auf dieses Thema spezialisiert sind und können da gerne den Kontakt für dich herstellen. Wie jetzt also weiter? Also, wie gesagt, der Mandant hat uns kontaktiert, der Mandant hat uns hier um Hilfe gebeten, wie man hier die Kuh vom Eis bekommt. Ich möchte jetzt hier nicht zu sehr ins Detail gehen, aber in diesem konkreten Fall konnte man dann nach Abstimmung mit einem neuen deutschen Steuerberater definieren, dass es am besten war, das Jahr 2023 noch steuerlich in Deutschland zu beenden. Und dann hat er letztlich die LLC am Anfang des Steuerjahres 2024, das muss ja noch nicht erklärt werden,
rückwirkend an einen Bekannten in Dubai verkauft, der dort in Dubai ein richtiges Unternehmen mit Betriebsstätte hat. Dort wurde der Mandant rückwirkend ab Anfang 2024 eingestellt für ein kleines Gehalt. 2024 wird er nach Dubai umziehen und er kann dann das Gehalt erhöhen und wird dann letztlich hier die Beträge aus 2024 bezahlt bekommen. Aber es ist natürlich unnötig kompliziert, hätte er so nicht machen müssen. Also, was sind so die Punkte, die du aus dieser Lektion lernen kannst? Nun also fundamental, wie ich es vorhin schon angesprochen habe, schau, dass du das mit dem Wegzug hundertprozentig korrekt machst. In vielen Fällen hat man damit zwar ein bisschen Aufwand, aber dann hat man hinterher kein Kopfzerbrechen. Also mach dir genau dazu Gedanken, wie du das handhaben willst. Eine mögliche Lösung ist zum Beispiel, dass du das Einzelunternehmen ungefähr ein halbes Jahr vor deinem Wegzug an einen Bekannten verkaufst. Vielleicht hast du irgendeinen Bekannten, der eine GmbH in Deutschland hat, dann verkaufst du ihm dieses Einzelunternehmen zu einem geringen Preis, lässt sich dort anstellen, bedienst deine Kunden durch die GmbH des Kunden weiter und verlegst dann den Wohnsitz ein halbes Jahr später ins Ausland. Und vom Ausland aus kannst du ja dann wiederum die Kunden hier direkt bedienen, ohne die GmbH in der Mitte. Der Vorteil an diesem Vorgehen ist, dass du letztlich als Angestellter Deutschland verlässt. Das heißt, das ganze Thema Funktionsverlagerung, Entstrickung und so weiter gibt es nicht. Und wenn du dann ein neues Unternehmen im Ausland beginnst, dann kann man in vielen Fällen sagen, auch das muss man natürlich prüfen, das ist jetzt hier alles laut gedacht, aber dann kann man natürlich in vielen Fällen sagen, da ist so ein großer Abstand zu deiner unternehmerischen Tätigkeit ein halbes Jahr davor, dass das als ein Neuanfang gilt und nicht etwas, das ins Ausland übertragen wurde. Eine andere Überlegung könnte sein, dass du das Thema digitales Nomadentum etwas zurechtstutzt, dass du dir also auf jeden Fall ein Wohnsitzland suchst, dass du dort auch ein Unternehmen hast, vielleicht ein Land, wo es eine geringe Aufenthaltspflicht gibt. Zypern ist so ein Beispiel, ja. Der Mandant hätte ja nach Zypern umziehen können, dort eine Gesellschaft gründen können. Dann ist er dort 60 Tage anwesend, den Rest des Jahres kann er ja dann reisen. Und damit hat er ja keine betriebsstättenlosen Einkünfte. Damit hat er eben eine Betriebsstätte in Zypern. Das Gleiche geht in anderen Ländern wie Dubai oder auch Malta und so weiter und so fort. Wir reden ja hier immer wieder über solche Sachen. Das könnte man zumindest so lange machen, bis das alles in Deutschland hier durch die Bücher ist, bis alles abgeschlossen wurde in Deutschland, bis alle Erklärungen eingereicht wurden. Und dann kann man sich immer noch überlegen, wie man dann tatsächlich weitermacht. Aber was ich dir hier sagen will, ist, schau, dass alles überprüfbar ist. Alles, was du machst, sollte überprüfbar sein, ja, vom deutschen Finanzamt. Dass du nicht in diese Bredouille kommst, wie der Mandant, von dem ich gerade eben gesprochen habe, der dann solche Schreiben vom Finanzamt bekommt und im Grunde genommen nicht weiß, wie er jetzt reagieren muss und dann einigen Aufwand betreiben muss, der auch kostenintensiv ist und auch nervt, weil er darauf nicht vorbereitet war. Also, du kannst das besser machen, indem du sicherstellst, dass alles, was du machst, überprüfbar ist. Wenn du diesem Grundsatz folgst, wirst du relativ wenig Probleme haben. Du wirst zwar mehr Aufwand haben, aber dafür weniger Ärger und für die meisten lohnt sich ein bisschen Aufwand, um danach weniger Ärger zu haben. Wenn du auch mit einem solchen Thema konfrontiert bist oder einem ähnlichen Thema, würde ich mich freuen, mit dir ein Beratungsgespräch zu führen. Link dazu packe ich hier in die Beschreibung dieses Videos mit hinein. Wir tun seit fast 20 Jahren nichts anderes als genau über solche Themen mit Mandanten zu sprechen, ihnen dabei zu helfen, im Ausland sich steuerlich zu optimieren, Vermögen aufzubauen und ihr bestehendes Vermögen zu schützen. Ich würde mich freuen, auch dich als bald zu unserer Mandantschaft zählen zu können. Bist du Unternehmer, Freiberufler oder Investor? Zieht es dich schon lange ins Ausland? Mach heute den ersten konkreten Schritt in eine Zukunft mit mehr Geld und mehr Freiheit. Buche ein Beratungsgespräch mit Sebastian und seinen Kollegen. Unsere Kanzlei unterstützt Mandanten wie dich dabei, deine Steuerlast legal zu reduzieren, Vermögen aufzubauen und zu schützen und deine persönliche Freiheit zu maximieren. Profitiere jetzt von unserem Fachwissen und unserem Netzwerk. Gehe zu mandatierung.com und werde Mandant unserer Kanzlei.